Zypern hat vor kurzem eine Steuerreform angekündigt. Teil dieses Pakets ist auch, dass man ab 2026 für den zypriotischen Non-Dom-Status keine Anwesenheitspflicht mehr in Zypern nachweisen muss. Das heißt, die 60 Tage, die es bisher gab, die wird es dann nicht mehr geben. Was das für dich konkret bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal genau anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Fragen, die wir hier diskutieren: Ist Zypern in Zukunft attraktiver als Wohnsitzland oder nicht? Ist Zypern besser als Malta? Zypern besser als Dubai? Das sind Fragen, die wir natürlich in aller Intensität auch auf unseren Workshop-Tagen besprechen, wo es genau hier um solche Themen geht. Wir sind hier in kleiner Runde, vielleicht 5 bis 7 Teilnehmer, und machen den ganzen Tag nichts anderes, als nur über deine Fragen zur Auswanderung zu sprechen. Wie komme ich am besten weg? Was muss ich steuerlich beachten? Wie melde ich mich an? Wie kann ich mich rechtssicher abmelden? Welcher Wohnsitzstaat ist der beste? Auf unserer Website findest du alle weiteren Informationen. Link dazu im ersten gepinnten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer nächsten Events begrüßen zu dürfen. Wenn du bisher Non-Dom in Zypern sein wolltest, musstest du gegenüber der zypriotischen Steuerbehörde nachweisen, dass du dich dort mindestens 60 Tage aufgehalten hast, unter der Voraussetzung, dass du dort beschäftigt bist, dass du Geschäftsführer einer Gesellschaft bist, dass du selbstständig bist, dass du in eine Immobilie investiert hast oder aber als Privatier mindestens 183 Tage. Ich habe diese Regelung immer kritisiert, denn wir haben etliche Mandanten, für die diese 60 Tage nicht einzuhalten sind, auch wenn sie tatsächlich ihren einzigen und ihren Hauptwohnsitz in Zypern haben. Hier geht es überhaupt nicht um digitale Nomaden, sondern zum Beispiel um Berater, um Ärzte, um Personen, die laufend durch die ganze Welt reisen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Künstler, die auf Tournee sind und die niemals 60 Tage an einem Ort sind, die auch vor dem Wegzug aus Deutschland in Deutschland sich nie mehr als 30 Tage vielleicht im Jahr aufgehalten haben. Zypern ist ja dann weit ab vom Schuss, nicht besonders gut connected. Das heißt also, es ist besonders schwierig, dann dort tatsächlich auf die 60 Tage zu kommen, was dazu geführt hat, dass der Non-Dom-Status in Zypern eben für diese Personen letztlich nicht nutzbar war. Zypern hat hier jetzt ein Einsehen gemacht und hat es ähnlich geregelt wie Malta oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ist es nämlich möglich, die steuerliche Ansässigkeit zu erreichen, wenn man zeigen kann, dass das Land das Zentrum der wirtschaftlichen Interessen ist oder eben der Lebensmittelpunkt. Also zum Beispiel, wenn deine einzige Wohnung weltweit sich dort befindet, dein einziger Wohnsitz, der auf langfristige Nutzung ausgelegt ist, wenn deine Familie dort wohnt oder aber ein Unternehmen sich dort befindet, was hier den Großteil deiner Einkünfte erwirtschaftet, dann ist eben dein Lebensmittelpunkt da und oder deine wirtschaftlichen Interessen, was dann eben unabhängig von Anwesenheitstagen die unbeschränkte Steuerpflicht dort auslöst, also die steuerliche Residenz. Damit ist man auch tatsächlich im Einklang der OECD, denn die OECD-Regelungen sehen genau das vor. Wenn man irgendwo tatsächlich einen Wohnsitz hat, und das ist der einzige Wohnsitz, und das ist ein wirklicher Wohnsitz, das heißt, das ist eine Wohnung, die auf langfristige Nutzung ausgelegt ist, kein Airbnb, eine Wohnung, wo natürlich deine Sachen drinstehen, wo du kein Untermieter bist, wo du korrekt angemeldet bist und so weiter und so fort, dann giltst du dort im internationalen Steuerrecht in der Regel, in den meisten Fällen als steuerpflichtig, unabhängig davon, wie viele Tage du dich dort aufhältst. Zypern will also diese Regelung ab 2026 einführen. Das heißt, ab dem Steuerjahr 2026, ab dem Kalenderjahr 2026 musst du dann als Non-Dom deine Anwesenheit nicht mehr nachweisen. Du musst natürlich dann nachweisen gegenüber den Steuerbehörden, dass du dort deinen Lebensmittelpunkt oder den Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen hast. Wie das genau funktioniert, das werden wir noch sehen. Da wird es sicherlich noch genau Handlungsanweisungen seitens der Steuerbehörde geben. Jetzt stellt sich natürlich in diesem Kontext hier die zentrale Frage: Warum brauche ich überhaupt eine steuerliche Ansässigkeit? Wem gegenüber muss ich diese nachweisen? Also wenn du Deutschland verlässt und dort die unbeschränkte Steuerpflicht beendest, dort keinen Wohnsitz mehr hast und keinen Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes, dann musst du nicht nachweisen gegenüber dem deutschen Staat, dass du irgendwo einen neuen steuerlichen Wohnsitz hast. Du musst also aus deutscher Sicht, aus Sicht der deutschen Steuergesetzgebung nicht nachweisen, dass du nach deiner unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland irgendwo anders unbeschränkt steuerpflichtig geworden bist. Du kannst digitaler Nomade sein. In anderen Ländern ist das anders. Spanien zum Beispiel oder Australien, wenn du dort wegziehst, musst du nachweisen, dass du in einem anderen Land
das keine Steueroase ist, unbeschränkt steuerpflichtig geworden bist. Sonst geht in Australien oder in Spanien die unbeschränkte Steuerpflicht einfach weiter. So, diese allgemeine Regel, die ich jetzt gerade eben hier formuliert habe, die hat natürlich ihre Ausnahmen. Hast du gewerbliche Einkünfte, bist du Einzelunternehmer, dann musst du nach dem Wegzug aus Deutschland nachweisen, dass du irgendwo eine feste Betriebsstätte hast. In der Regel der Wohnsitz. Hast du das nicht, dann bleiben diese Einkünfte noch für 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Wir sprechen hier vom sogenannten Floating Income oder den sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Hast du Einkommen aus Deutschland, zum Beispiel eine deutsche Rente, oder erhältst du eine deutsche Abfindung oder Dividenden aus Deutschland, dann ist natürlich wichtig, dass du Deutschland gegenüber deinem neuen steuerlichen Wohnsitz nachweisen kannst, denn dann ist ja im Doppelbesteuerungsabkommen definiert, wo welche Steuern zu bezahlen sind. Kannst du den Wohnsitz nicht nachweisen, zahlst du unter Umständen sehr viel mehr Steuern auf Renten, auf Abfindungen oder auf Dividenden. Hier ist das Beispiel Zypern ja ganz gut. Lebst du zum Beispiel in Zypern und erhältst eine Abfindung für eine Karenzzeit, das heißt zum Beispiel für 2 Jahre, wo du dich verpflichtest, hier im Rahmen eines Konkurrenzverbotes nichts zu tun, dann ist diese Zahlung in Zypern steuerfrei. Sie ist aber in Deutschland nur dann steuerfrei, wenn du nachweisen kannst, dass du in einem Abkommensstaat lebst. Würdest du zum Beispiel in Dubai leben und diese Zahlung beziehen, besteht das Risiko, dass sie in Deutschland weiterhin zu versteuern ist. Oder eben Quellensteuern bei Dividenden. Bei Dividenden werden ja oft in einem DBA-Staat nur 15% Quellensteuer fällig. Ansonsten müsstest du in Deutschland die volle Abgeltungssteuer bezahlen plus Soli, wenn du deutsche Dividenden bekommst. Es geht nicht um ein deutsches Depot, es geht eben um Dividenden einer deutschen Gesellschaft. In diesen Fällen ist natürlich dann wichtig, dass du die steuerliche Ansässigkeit nachweisen kannst. Aber ist das nicht der Fall, lebst du also zum Beispiel von Veräußerungserlösen, hast du zum Beispiel Krypto oder hast du Aktien, die du verkaufen willst und hast du auch keine wirtschaftlichen Interesse in Deutschland mehr, zum Beispiel Immobilien, dann ist eigentlich egal, wo du lebst, dann kannst du auch digitaler Nomade sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für wirkliche Freiberufler. Das heißt also zum Beispiel Ingenieure, Ärzte, Rechtsanwälte, Hebammen und so weiter und so fort. All jene Berufe, die nach § 18 des Einkommensteuergesetzes eben als freiberuflich definiert sind. Dann haben wir natürlich auch noch das Thema Banken. Vielfach musst du gegenüber Banken nachweisen, wo du steuerpflichtig bist. Auch hier könnte also eine steuerliche Residenz notwendig sein. Und hier gibt es jetzt verschiedene Banken. Manche Banken sind zufrieden, dass du ihnen einfach eine ausländische Steuernummer gibst. Dann ist es eigentlich egal, ob du in dem Land wirklich Steuern bezahlst oder nicht. Andere Banken möchten möglicherweise eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung haben oder eine andere Bescheinigung oder eben eine Steuererklärung. Ja, das hängt also dann davon ab. Das hat mit Steuern nichts zu tun. Da geht es eben rein um Bankencompliance. Das heißt, im Hinblick auf Zypern musst du dir natürlich auch schon heute fragen, brauche ich wirklich diese Ansässigkeit dort? Und wenn du dich dazu entschieden hast, dort ansässig zu sein, aufgrund von Tatsachen, die ich gerade eben genannt habe, dann hast du es in Zukunft vielleicht in Zypern etwas einfacher, weil du dort eben 60 Tage nicht mehr anwesend sein musst. Aber wie gesagt, es müssen natürlich die anderen Bedingungen nach wie vor erfüllt sein. Das heißt, du brauchst eine wirkliche Wohnung da, die langfristig angemietet ist. Du brauchst dort eine Firma, du musst angestellt sein, beziehungsweise der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen und der Lebensmittelpunkt wird sich eben dort befinden müssen. Was mich jetzt ebenfalls viele Mandanten gefragt haben in diesem Zusammenhang ist, ob jetzt Zypern damit genauso attraktiv wird wie Malta. Ich habe es ja immer gesagt, Malta liegt mir persönlich näher. Ich habe auch selbst zweimal auf Malta gewohnt. Ich finde Malta persönlich besser als Zypern, das muss ich dir ganz klar hier sagen. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise meine persönliche Präferenz. Wenn Zypern das Land ist, wo es dir gefällt, wo du dich gerne aufhältst, dann will ich dich in keiner Weise davon abbringen. Zypern ist attraktiv auf jeden Fall. Ja. Ich finde nur eben, dass die Details in Malta definitiv interessanter sind. In Malta zum Beispiel musst du ja keine Luftsprünge machen, um nachzuweisen, dass du dort steuerlich ansässig bist. Du machst einfach auf der Steuererklärung ein Kreuz und sagst, ja, ich bestätige, ich bin in Malta steuerlich ansässig. Punkt. Da sind keine Nachweise notwendig in irgendeiner Form. Du musst dir keine Tage nachweisen oder sonst irgendwas. Wenn du in Malta den Non-Dom-Status hast, musst du auch dein Einkommen nicht nachweisen. In Zypern musst du das. Auch wenn du keine Steuern drauf zahlst, musst du hier alles nachweisen, deine weltweiten Einkünfte den Zyprioten offenlegen und die Zyprioten entscheiden dann, ob es steuerfrei ist oder nicht. Das musst du in Malta nicht machen. Ja, in Malta zahlst du 5.000 € Mindeststeuer und reichst eine leere Steuererklärung ein. Außer du hast natürlich jetzt Einkünfte aus Malta, weil du dort beschäftigt bist zum Beispiel. Die tauchen in der Steuererklärung auf. Aber deine sämtlichen Dividenden, Kapitalerträge oder auch Beratungsbezüge, die du außerhalb Maltas erwirtschaftet hast,
tauchen alle in der Steuererklärung nicht auf. Hinzu kommt die geopolitische Situation. Da ist man jetzt hinsichtlich Zyperns nicht besonders ermutigt. In Zypern befindet sich die größte Militärbasis der Briten außerhalb Großbritanniens. Jetzt gerade im Konflikt Israel-Gaza sind hier sehr viele Israelis und auch Palästinenser angekommen aus diesem von der Krise betroffenen Gebiet. Du bist also sehr nah an diesen Konflikten. Dann hast du die ganze Situation Nordzypern, Südzypern. Die wird nur, sage ich jetzt mal, unter der Decke irgendwie ruhig gehalten, weil beide Länder eben NATO-Länder sind. Ja? Und da will man jetzt hier nicht einen offenen Konflikt haben natürlich. Ja? Aber das ist etwas, das köchelt. Da gibt es große Unzufriedenheit bei beiden Staaten diesbezüglich. Ganz abgesehen davon eben, dass Malta natürlich viel kleiner ist, was eigentlich gut ist, wenn du nicht planst, sehr viel Zeit dort zu verbringen. Da ist alles sehr kompakt. Ja? Du kommst am Flughafen an und bist eine halbe Stunde dann in deiner Wohnung zum Beispiel. Vielleicht musst du am nächsten Tag Behördengänge machen, das braucht nochmal eine halbe Stunde und du kannst wieder zurückfliegen. In Zypern kann da schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, aufgrund einfach der Größe der Insel. Wenn du mehr Zeit da verbringst, wenn du dort natürlich wirklich planst, hier einen Großteil deines Jahres zu verbringen, ist es natürlich wieder was anderes. Ja? Also hier muss man natürlich auch darauf achten, was wirklich nun hier deine Anforderungen sind. Im Vergleich zu Dubai hat Zypern natürlich den Vorteil, dass es viele Doppelbesteuerungsabkommen hat, zum Beispiel mit den USA oder auch Deutschland. Das heißt, wenn du in Zypern lebst und Dividenden bekommst von amerikanischen Firmen, kannst du hier von reduzierter Quellensteuer profitieren. Lebst du in Dubai, musst du immer gleich 30% Quellensteuer bezahlen. Auch ist es vielleicht günstiger, einen Wohnsitz in Zypern zu unterhalten als in Dubai, wobei das von vielen Details abhängt. Also wenn du wirklich eine Wohnung in Zypern mietest, die schön ist, wo du dich tatsächlich aufhältst, reden wir auch über 2.500 Euro, das ist ganz klar. Dann ist es natürlich potenziell einfacher, nach Zypern umzuziehen, weil es eben EU-Land ist. In Dubai wirst du ja immer noch eine Firma gründen müssen, beziehungsweise eine Immobilie dort kaufen müssen, um dann dort letztlich deinen Aufenthaltstitel zu erhalten. Also im Großen und Ganzen positive Neuigkeiten finde ich aus Zypern für all jene, die sich Zypern aussuchen. Wie gesagt, ich finde Zypern einen guten Standort, ganz klar. Was das richtige Auswanderungsland für dich ist, also jetzt hier haben wir ja über Zypern, Malta und die Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen. Das hängt natürlich dann stark von deinen konkreten Anforderungen ab, von den Einkünften, die du hast, ob du noch Vermögen hast in Deutschland. Das sind Dinge, die wir gerne mal im Rahmen eines Beratungsgespräches hier gemeinsam diskutieren können. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Was ist das richtige Wohnsitzland? Wie kann man im Ausland Steuern optimieren? Wie kann man sein Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.